Also Leute, in Kuba wurden jetzt offiziell neue Gesetze zur Migration, Ausländern und Staatsbürgerschaft veröffentlicht. Und das ist tatsächlich eine der größten Änderungen der letzten Jahre in diesem Bereich. Das Ganze betrifft nicht nur Kubaner auf der Insel, sondern vor allem auch Kubaner im Ausland. Also auch viele Menschen in Deutschland, Spanien, den USA oder generell überall dort, wo Kubaner mittlerweile leben. Und einige Punkte daraus sind wirklich interessant. Wenn ihr meinen Kanal noch nicht abonniert habt, gebe ich euch jetzt einen Moment Zeit und dann legen wir jetzt mal los mit dem Thema. Die kubanische Regierung sagt, dass diese neuen Gesetze das Migrationssystem modernisieren sollen. Laut offiziellen Angaben wurden dabei 37 verschiedene Behörden und Organisationen eingebunden. Man wollte ja die Regeln an die heutige Realität anpassen. Und man muss ehrlich sagen, die Realität hat sich in Kuba massiv verändert. Millionen Kubaner leben mittlerweile im Ausland oder pendeln zwischen mehreren Ländern. Früher war das System deutlich starrer. Jetzt versucht der Staat offenbar flexibler zu reagieren. Ein zentraler Punkt ist das ja, neue Konzept der sogenannten effektiven Migrationsresidenz. Künftig gilt grundsätzlich als Resident in Kuba, wer sich mehr als 180 Tage pro Jahr im Land aufhält. Aber, und das ist neu, selbst wenn jemand diese Zeit nicht erreicht, kann er trotzdem als Resident anerkannt werden, wenn bestimmte Bindungen zu Kuba bestehen. Zum Beispiel familiäre Bindungen, wirtschaftliche Interessen, Eigentum, Arbeit oder Investitionen. Das ist interessant, weil Kuba damit offiziell anerkennt, dass viele Menschen heute zwischen zwei Welten leben. Also zum Beispiel halb Kuba, halb Ausland. Und jetzt kommt vermutlich der Punkt, über den die meisten ja, sprechen werden. Die bisherige Regelung, dass Kubaner nach 24 Monaten im Ausland ihren dauerhaften Wohnsitzstatus verlieren konnten, wird abgeschafft. Das heißt, diese bekannte 24-Monats-Regel fällt komplett weg. Kubaner können also theoretisch unbegrenzt im Ausland leben, ohne automatisch diesen Status zu verlieren. Das ist eine ziemlich große Änderung tatsächlich, denn genau diese Regel war jahrelang ein sensibles Thema innerhalb der kubanischen Community. Viele hatten Angst, bestimmte Rechte zu verlieren oder Probleme bei Eigentum, Dokumenten oder familiären Angelegenheiten zu bekommen. Laut den neuen Regelungen behalten Kubaner im Ausland außerdem weiterhin das Recht auf Besitz und Nutzung ihres Eigentums in Kuba. Auch das wird ausdrücklich bestätigt. Dann gibt es noch ja, Änderungen bei den Aufenthaltskategorien. Es werden neue Formen eingeführt, wie provisorischer ja, Resident oder humanitärer Resident. Außerdem erweitert Kuba die Möglichkeiten für eine ja, permanente Aufenthaltsgenehmigung. Zum Beispiel über familiäre Beziehungen, lange Aufenthalte im Land, berufliche Qualifikationen oder Investitionen. Und das könnte durchaus interessant werden, falls Kuba in Zukunft ja, stärker versucht, ausländisches Kapital oder Rückkehrer anzuziehen. Ein weiterer Punkt betrifft die Staatsbürgerschaft. Kuba führt jetzt offiziell das Konzept der ja, effektiven Staatsbürgerschaft ein. Das bedeutet, ein Kubaner kann zusätzlich eine andere Staatsangehörigkeit besitzen, ohne die kubanische zu verlieren. Praktisch war das zwar an sich schon Realität, aber jetzt wird es ja klarer geregelt. Allerdings sagt Kuba weiterhin, innerhalb Kubas muss bei rechtlichen Vorgängen die kubanische Staatsbürgerschaft genutzt werden. Das betrifft ja, zum Beispiel Dokumente oder Behördenangelegenheiten. Außerdem wurden Regeln zu Einbürgerung, Verlust, Verzicht,
Entzug und ja, Wiedererlangung der Staatsbürgerschaft genauer definiert. Interessant ist auch, die neuen Gesetze sollen ja rechtliche Möglichkeiten stärken, Entscheidungen der Migrationsbehörden anzufechten. Also mehr Verwaltungsverfahren und theoretisch mehr Transparenz. Wie das am Ende praktisch umgesetzt wird, ist natürlich noch mal eine komplett andere Frage. Und genau das wird jetzt tatsächlich spannend, denn auf dem Papier klingt vieles moderner und flexibler als früher, vor allem mit Blick auf die ja, kubanische Diaspora im Ausland. Aber wie vieles davon später ja, tatsächlich funktioniert, wie schnell Prozesse laufen oder ja, wie einzelne Behörden damit umgehen werden, das wird man erst ja, mit der Zeit sehen. Trotzdem zeigt diese Reform ziemlich deutlich, dass Kuba verstanden hat, dass sich die Realität der Migration komplett verändert hat. Die klassische Vorstellung, entweder Kuba oder Ausland, passt heute einfach für viele Menschen nicht mehr. Viele leben zwischen mehreren Ländern, schicken Geld nach Kuba, haben Familie dort, reisen hin und her oder denken vielleicht irgendwann an eine Rückkehr. Und genau darauf scheint Kuba jetzt auch reagieren zu wollen. Schreibt mir mal in die Kommentare, wie bewertet ihr diese Änderungen? Ja, ist das ein echter Fortschritt oder am Ende hauptsächlich Theorie auf dem Papier? Wenn euch das Video gefallen hat, lasst mir gerne ein Abo da. Kostet euch ja nichts, aber ihr helft mir damit sehr. Ansonsten bleibt mir nichts mehr zu sagen. Wir sehen uns im nächsten Video wieder. Bis dahin, Saludos, ciao.